Frauen und Männer sind anders krank. Das sollte auch bei medizinischen Untersuchungen und Behandlungen berücksichtigt werden. Gendermedizin befasst sich mit diesen Unterschieden. Doch wie viel Gleichberechtigung ist im Klinikalltag spürbar? Dr. Nora Göbel ist Oberärztin in der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und beschäftigt sich mit den Unterschieden zwischen Mann und Frau aus medizinischer Sicht. Also neben den offensichtlichen sekundären Geschlechtsmerkmalen bedingt die unterschiedliche Ausstattung mit X- und Y-Chromosomen natürlich auch weitere Unterschiede, beispielsweise in der Körpergröße, aber auch Körpermasse, Körperfettanteil, aber auch Stoffwechselunterschiede und natürlich unterschiedliche Hormonwirkungen. Und der weibliche Körper ist außerdem noch Zyklusschwankungen unterworfen. Gerade aufgrund der Zyklusschwankungen sind Frauen jahrzehntelang von Studien ausgeschlossen worden, hauptsächlich von Arzneimittelzulassungsstudien, damit die potenzielle Wirkung der Arzneimittel nicht kompromittiert wird. Gerade in der Herzmedizin ist gendergerechte Medizin ein Thema und es gibt große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Beispielsweise in der Aortenmedizin spielt der Durchmesser der Hauptschlagader eine große Rolle. Je größer der Durchmesser, desto höher das Rupturrisiko. Deshalb gibt es in der Leitlinie festgeschrieben, anhand der derzeitigen Studienlage, einen Diameter, ab dem man die prophylaktische Operation empfiehlt, damit es eben nicht zur Ruptur kommt. Aktuell orientiert sich die Leitlinie am männlichen Körperbau. Um eine korrekte Risikobewertung auch für Frauen vornehmen zu können, müsste es jedoch auch individuelle Empfehlungen für Männer und Frauen geben. Und hier ist die Forschung gefragt. Um geschlechterspezifische Behandlungen durchführen zu können, braucht es eine verlässliche Datengrundlage. Im Moment sind die meisten Studien mit hauptsächlich männlichen Patienten durchgeführt und deshalb fehlt uns einfach das Wissen um die frauenspezifischen Erkrankungsmuster. Die Gendermedizin ist eine vergleichsweise junge Disziplin. Dr. Marion Baschin ist Expertin für Medizingeschichte. Sie kann zur jungen Historie der geschlechterspezifischen Medizin Auskunft geben. Die frühen Anfänge dieser Frauengesundheitsbewegung liegen eben in den gesellschaftlichen Umbrüchen der 70er Jahre. In der Frauenbewegung selber, wo man die Rolle der Frau hinterfragt hat, wo es auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ging und wo eben auch von Frauenseite darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sie in der Medizin unterrepräsentiert wurden. Ausgehend von dieser Bewegung findet gegen Ende des 20. Jahrhunderts eine zunehmende wissenschaftliche Auseinandersetzung statt. Genom, Chromosomen, Wirkung von Hormonen sind ja auch innerhalb der Medizin tatsächlich erst im 20. Jahrhundert entdeckt worden oder eben in ihrer Relevanz mehr oder weniger beleuchtet worden. Und dann kommt jetzt eben im Zuge der Gendermedizin sozusagen die systematische Beleuchtung. In den 1990er Jahren erscheint die erste Fachliteratur zum Thema Gendermedizin und in den frühen 2000er Jahren wird dann das erste Gendermedizinische Institut gegründet. Spätestens jetzt bekommt das Thema internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung. Dennoch ist es noch ein weiter Weg, bis wir über alle Disziplinen hinweg von gendergerechter Medizin sprechen können. Ganz wichtig ist überhaupt das Bewusstsein zu schaffen. Ja, auf der wissenschaftlichen Seite gibt es das und gibt es mehr und mehr Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. In der klinischen Routine ist es fast noch gar nicht angekommen. Und was in meinen Augen auch exorbitant wichtig ist, dass eben nicht nur Frauen dieses Thema bearbeiten. Es braucht auch Männer, die dieses Thema wichtig finden. Die Gendermedizin ist ja tatsächlich eine recht junge Disziplin und im Hinblick auf diese Geschichte, denke ich, entwickelt sich das auch immer weiter und so vielleicht die Hoffnung oder Idee ist, dass es dann nicht nur auf das Geschlecht ankommt, sondern dass man auch eben weitergeht und weitere Faktoren wie Alter, die soziale Schicht oder eben auch einfach die individuelle Lebenslage mit einbezieht, um eben dann tatsächlich auch jedem Menschen eine adäquate Betreuung oder medizinische Betreuung zukommen zu lassen.